So, guten Abend, welcome to yoga, willkommen, namaste. Let's begin in Samasthiti. So, you can have the hands together in front of the heart, die Füße zusammen, die Zehen ein bisschen spreizen. Und wie normalerweise am Anfang, wir meditieren für 3 Minuten. So, die Augen schließen und durch die Nase ganz lange, bewusste, hörbare, spürbare Atemzüge. Vielleicht mit einem Rauschen hinter dem Nacken. Es gibt vielleicht kein größeres Geschenk, größerer Schatz als Stille oder die Fähigkeit, in die Stille zu tauchen oder Stille zu erlauben. In einem Moment. So vom Alltag, von dem Lärm und Bewegung und Aktion, Stress, Aufregung. Das alles kann man dann einfach beiseite legen und sich einschränken auf Körperwahrnehmung und alles, was man in diesem Moment, in diesem Augenblick wahrnehmen kann durch die Sinne. Und das ist eine andere Ebene der Intelligenz. Es ist eine Ebene, die uns erlaubt, nichts verstehen zu müssen. Wir müssen nichts verstehen, beschreiben, rechtfertigen. Wir berühren, sein, erlauben, loslassen. Wir bringen die Hände zur Stirn und wir setzen einfach die Intention, diese Konzentration, diese Stille, diese Präsenz, diese Qualität der Präsenz in der Praxis beizubehalten und auch die Praxis zu genießen, bei dem Atem zu bleiben. Mit der nächsten Einatmung Augen öffnen, Urdhva-Hastasana, Arme hoch, Blick hoch. Ausatmen, Arme öffnen, vorne tauchen. Einatmen, Kopf heben, Rücken in die Länge ziehen. Ausatmen, 2 Schritte oder einen Sprung nach hinten, Arme beugen, Schultern vorne. Du kannst die Knie auch zum Boden bringen, wenn du möchtest. Chaturanga. Streck die Füße. Einatmen, heraufschauen und ausatmen, herabschauen und wir schauen, dass die Hände mindestens schulterbreit sind, Finger ein bisschen gespreizt, die Füße hüftbreit mindestens, die Innenkanten von den Füßen parallel zueinander. Und wir pressen die Knöchel von Zeigefinger und von Daumen fest in den Boden. Wir pressen aus den Schultern raus. Erstmal ein statischer, herabschauender Hund. Bauch nach innen ziehen. Vielleicht die Beine durchstrecken. Für die ganze Praxis, diese ausgedehnte Atemzüge, vielleicht diese hörbare, so Ujjayi-Sound. Schau nach vorne zu den Händen, beug die Knie. Einatmen, nach vorne springen oder laufen, Füße zusammen, halbe Vorbeuge, Rücken gerade.
Ausatmen, vorbeugen, Nacken entspannen. Einatmen, Urdhva Hastasana ist im Stehen, Arme hoch, Hände zusammen, Blick zu den Daumen. Ausatmen, Samasthiti, Arme ablassen. Einatmen, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Ardha Uttanasana. Ausatmen, Chaturanga. Fuß spannen auf den Boden. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Nochmal ein paar lange Atemzüge. Du kannst dich bewegen, wenn du willst, oder einfach statisch halten. Press the hands in the ground. Schau nach vorne, beug die Knie, einatmen, vorne springen oder laufen, Füße zusammen, Rücken lang. Ausatmen, vorbeugen. Einatmen zum Stehen, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen. Und ausatmen. Ein, halbe Vorbeuge. Aus Chaturanga. Ein, Urdhva Mukha Svanasana. Aus Adha Mukha Svanasana. Intimacy with the breath and sensation and sound. Und Blick nach vorne, beug die Knie, einatmen, vorne springen oder laufen. Ardha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, Utkatasana, Blitz. Beug die Beine, Arme hoch. Ausatmen, vorne beugen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, rechtes Bein hoch nach oben. Ausatmen, Knie zu der Nase in Planke. Füße am Boden zwischen die Hände. Einatmen, Warrior One, Krieger 1. Ausatmen, Hände zum Boden, Chaturanga. Einatmen, nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Ein linkes Bein heben. Ausatmen, Knie zu der Nase in Planke. Füße im Boden zwischen die Hände. Einatmen, Krieger 1. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Lange Atemzüge. Blick nach vorne, beug die Beine, einatmen, springt oder lauf vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Ein Blitz.
Aus, Samasthiti. Ein Blitz. Aus, Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge. Aus, Chaturanga. Ein Urdhva-Mukha. Aus, Adha Mukha. Ein rechtes Bein heben. Aus, Knie zu der Nasenplanke. Füße im Boden zwischen die Hände. Einatmen, Warrior One. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Urdhva-Mukha. Svanasana. Ausatmen, Adha Mukha. Svanasana. Einatmen, linkes Bein heben, hoch. Ausatmen, Knie zu der Nasenplanke. Füße im Boden zwischen die Hände. Einatmen, Virabhadrasana. 1. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, nach oben. Ausatmen, herabschauen und long breaths. Einatmen, vorne springen oder laufen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, Blitz. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, Blitz. Mit der Ausatmung nach rechts in die Drehung, linken Oberarm zum rechten Oberschenkel. Rücken lang ziehen, Daumen zum Herzen ziehen, Mitte vom Brustkorb. Rechte Schulter nach hinten ziehen. Optional linke Fingerspitzen zum Boden, rechten Arm hoch. Mit der Einatmung, Beine strecken, Arme hoch. Ausatmen, Knie beugen, Nagel links in der Drehung. Rechten Oberarm zum linken Oberschenkel. Daumen zum Herzen, Herzen zum Daumen. Linke Schulter nach hinten ziehen. Optional rechte Hand zum Boden auf Fingerspitzen, linken Arm hoch. Mit der Einatmung, Beine strecken, Arme hoch. Ausatmen, Samasthiti. Einatmen, Blitz. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Füße schulterbreit öffnen. Greif die große Zehen oder die Ellenbogen. Ausatmen, vorne beugen. Vielleicht ein bisschen ranziehen mit den Händen und die Ellenbogen nach außen. Uddiyana Bandha, Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmen, Kopf heben, Rücken in die Länge ziehen. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Urdhva-Mukha. Ausatmen, Adha Mukha. Einatmen, rechtes Bein hoch, nach oben. Ausatmen, Knie zu der Nase in Planke. Füße im Boden zwischen die Hände. Einatmen, rechten Arm hoch. Komm auf die Außenkante vom linken Fuß, hinter der Fuß auf die Außenkante. Erste Option, rechter Fuß kommt mittig auf die Matte. Becken hebt, Blick nach oben zum rechten Daumen. Zweite Option, rechten Fuß auf den linken. Dritte Option, rechten Fuß Innenseite vom linken Oberschenkel.
Vierte Option, rechtes Knie hoch in die rechte Hand. Press aus der linken Schulter raus. Rechten Fuß vorne aufstellen. Einatmen, kriege 2. Arme öffnen. Ja. So, der Schritt ist lang. Vorderes Knie beugen. Vorderes Knie. Die ziehen vom hinteren Fuß zeigen ein kleines bisschen nach vorne. Lass uns hier eine nicht gewünschte Ausrichtung übertreiben. So mach Endtempo und lehn nach vorne. Endtempo, lehn nach vorne. Und dann Oberkörper über den Becken. Schambein heben, Bauchnabel nach innen. Versuch die Hüfte vorne zu heben, die Hüfte hinten zu senken, vorderes Knie tief zu beugen. Press das vordere Knie ein bisschen nach außen, nach rechts. Streck durch die Fingerspitzen, schau über die rechten Fingerspitzen. Vorderes Knie ein bisschen tiefer beugen. Hinter das Bein ein bisschen mehr strecken. Bauchnabel ein bisschen tiefer nach innen. Linken Arm hinter dem Rücken. Rechte Leiste greifen. Rechter Arm hoch, Blick hoch zu den rechten Fingerspitzen. Peaceful Warrior. Streck das vordere Bein. Hinter den Fuß ein bisschen weiter vorne. Kipp das Becken vorne. Rechte Hand innen. Seite vom rechten Unterschenkel. Blick nach oben. Optional, wenn du willst, kannst du auch den linken Arm nach oben senkrecht strecken. Aber dein Oberkörper über dem rechten Bein. Ganze Körper auf einer Ebene. Long breaths. Good. Einatmen, aufrichten zum Stehen. Die Füße parallel zueinander. Rechte ziehen, zeigen nach innen. Ausatmen, Prasarita Padottanasana nach vorne beugen. Bring die Hände zum Boden, Finger zeigen nach hinten. Ranziehen am Boden mit den Händen, Ellenbogen beugen. Kopf heben, Rücken lang. Die ziehen vom hinteren Fuß, vom linken Fuß nach außen diagonal und hinter das Knie beugen, vorderes Bein strecken. Flex den vorderen Fuß und Hände vielleicht vom Herzen in Skandasana für einen Moment. Good, couple breaths here. Very good. Du kannst hier bleiben oder optional rechte Hand hinter dem rechten Bein aufstellen, Finger zeigen nach hinten. Becken hoch, linken Arm hinten, modifizierter Wild Thing. Runter in Skandasana nochmal. Von hier, Po zum Boden. Vorsichtig, Po zum Boden. Linke Ferse, nah zum linken Sitzknochen. So hier, Po zum Boden. Auf dem Boden sitzen. Rechte Hand zum linken Sprunggelenk oder Schienbein. Linken Arm hoch, Blick hoch. Und mit der Ausatmung einfach nach rechts kippen. Vielleicht geht es nur ein bisschen. Das ist fein. Schau nach oben. Über das rechte Bein beugen. So die linke Flanke ganz lang. Wenn du rankommst, am rechten Fuß ranziehen, aber das ist nichts zwingen. Deep breath. Und Länge im Rücken ziehen. Mit der Einatmung aufrichten. Hände entweder auf dem Boden oder Hände vom Herzen. Po hoch, Skandasana. Not so easy. Jetzt vorderes Bein beugen, rechte Hand Innenseite vom rechten Fuß. Linken Arm diagonal nach vorne. Seitliche Winkel, Padasukhanasana. Vorderes Knie gebeugt, vorderes Knie. Yes. You're going to try to create that straight line from the left foot all the way through the body to the left fingertips. Eine gerade Linie vielleicht. Rechte Hand ist nah zum rechten Fuß, direkt neben dem Fuß auf der Innenseite.
Stay there for a second. Breathe. Optional beide Arme nach vorne diagonal strecken und Blick nach links, nach oben Richtung Decke. Beug das vordere Knie tief. Beug das vordere Knie tief. Und beide Hände vorne neben dem Fuß. Hinter das Knie geht zum Boden. Lass uns das vordere Bein strecken. Flex den Fuß. Vorne beugen. Bisschen Spannung im rechten Oberschenkel vielleicht. Da bleiben, tief atmen. Wenn du Richtung Spagat gehen kannst, wenn du sicher bist und ohne große Anstrengung, vielleicht rechten Fuß weiter vorne, findet einen Punkt, wo es gut tut. Entweder aufrecht oder in der Vorbeuge. Deep Breath. Wir ändern die Spagat in eine Taube, vorderen Unterschenkel quer auf die Matte. Am leichtesten beide rechte Ferse vor der linken Seite von der Hüfte. Aber wenn du ein bisschen tiefer gehen kannst, dann rechter Fuß weiter vorne, flex den Fuß. Komm aufrecht für einen Moment, Gewicht über dem Becken, Brustbein heben. Du musst schauen, dass du keine Knieschmerzen hast. Press die linke Seite von der Hüfte Richtung Boden und dann vielleicht in die Vorbeuge. Vielleicht ein Kissen mit den Händen. Ein paar lange Atemzüge. One more really deep breath. Einatmen, aufrichten. Hinter das Bein, vorne bringen. Erste Option, linken Unterschenkel vor dem rechten. Und schau, dass die Füße vielleicht auf Kniehöhe sind, sodass die Füße nicht hier sind, sondern die Füße gehen nach außen mit den Knien ausgerichtet. Okay, wer offene Hüfte hat, könnte in Doppeltaube kommen mit dem Sprunggelenk auf dem Knie, aber das ist eine intensive Dehnung. Aber nicht so, sondern vielleicht so und gegebenenfalls so. Vorne beugen, optional Ellenbogen hinter dem Rücken greifen and relax the neck, deep breath. Einatmen, aufrichten, Hände lösen, Füße aufstellen, Unterschenkel kreuzen, Hände aufstellen, Füße heben, press die Hände fest in den Boden, lehn nach vorne, versuch das Gesäß zu heben. For 5, 4, 3, bisschen höher, 2, 1, good. From here, roll over the knees, Durchgehende Vinyasa. Wir treffen uns im Herabschauen Hund. Und vielleicht glücklicher Hund, Happy Dog, fröhlicher Hund. Einatmen, linkes Bein heben. Ausatmen, linkes Knie zu der Nase in Planke. Füße zum Boden, zwischen die Hände.
Einatmen, linken Arm hoch in die Drehung. Good. Hinter der Fuß auf die Außenkante. Entweder linken Fuß mittig auf der Matte, Becken heben, Blick zum linken Daumen. Oder die Beine stapeln. Oder linken Fuß Innenseite und rechten Oberschenkel. Oder das Knie hoch in die Hand. Long breath. Vashisthasana, seitliche Planke. Linken Fuß vorne auf der Matte. Einatmen, Warrior 2. Arme öffnen. Über die linken Fingerspitzen schauen. Erstmal eine nicht so ideale Ausrichtung übertreiben. Hochkreuz enten, Pole nach vorne. Und das Gegenteil. Wirbelsäule senkrecht. Bauch nach innen. Versucht die vordere Seite von der Hüfte zu heben. Hinter der Seite zu senken. Long breath. Ins linke Knie ein bisschen tiefer beugen. Hinter das Knie ein bisschen mehr strecken. Linkes Knie ein bisschen mehr nach links pressen. Volle Atemzüge. Wieder Vidrasana 2. Rechten Arm hinter dem Rücken. Greif linke Leiste. Linken Arm hoch, Blick hoch. Zu den linken Fingerspitzen. Friedliche Krieger. Streck das vordere Bein. Hinter den Fuß ein bisschen weiter vorne. Kippt das Becken vorne. Linke Hand runter auf die Innenseite vom linken Unterschenkel. Man kann so bleiben oder rechten Arm senkrecht strecken. Blick nach oben, rechte Schulter zieht nach hinten. Einatmen, auffrischen, Arme nach außen, Füße parallel zueinander. Ausatmen, Finger verschränken hinter dem Rücken. Einatmen, streck die Arme, Brustkorb öffnen. Ausatmen, vorne beugen. Prasthirita Paratanasana, D oder C. Streck die Arme durch, tief atmen. Try to stretch the arms with some strength. Hände lösen, Hände zum Boden, Kopf heben, Rücken lang. Die ziehen vom rechten Fuß nach außen, nach hinten diagonal. Beug das hinter die Knie. Skandasana, Hände vom Herzen. Oder dich stützen mit den Händen, das ist fein. Du kannst da bleiben, wenn du in eine modifizierte Wild Thing gehen möchtest. Linke Hand hinter den linken Bein, Finger zeigen nach hinten. Rechten Arm hoch, Becken hoch und press aus der linken Schulter raus. Skandasana und Plumps, Po zum Boden. Rechte Ferse geht näher zum rechten Sitzknochen. Zack, linke Hand greift rechte Sprunggelenk oder Schienbein, rechten Arm hoch. Man kann auch einfach hier bleiben oder kipp über das linke Bein, rechten Arm nach links strecken. Long breath. Einatmen, aufrichten, mit Hilfe der Hände oder nicht. Heben, Po heben. Und für mich, das ist vorne auf der Matte. So, vorne auf der Matte, linke Hand, Innenseite vom linken Fuß, linkes Knie tief beugen. Rechten Arm vorne, diagonal. Seitliche Finger, Utthita Padasvakonasana. Rechten Arm, nicht nach oben, sondern nach vorne, diagonal nach oben. Ja, die rechte
Achselhöhle möchte auch Richtung Boden ein bisschen drehen. So Außenrotation im rechten Oberarm. Long breaths. Aber rechten Arm nicht nur sondern parallel zum Boden, sondern ein bisschen höher, diagonal nach oben in die Ecke. Yes, like a 45-degree line. Bauchnabel tief nach innen, optional linken Arm auch nach vorne strecken. Bunch of Körperspannung. Und rechte Handkreis vorne. Bring das rechte Knie zum Boden. Streck das vordere Bein. Becken vielleicht über dem rechten Knie. Und das Bein beugen. Das Stich den linken Fuß weiter vorne bringen möchtest Richtung Hanumanasana Spagat. Mag das vielleicht bewusst. Entweder aufrecht bleiben oder in der Vorbeuge gehen. Wir kommen in Taube. Linken Unterschenkel quer auf die Matze. Hier einstellen, sodass wir die rechte Seite von Hüfte ein bisschen nach unten Richtung Boden pressen können, ohne Knieschmerzen. Einatmen, Brustbein heben, Schulterblätter zusammen, Blick hoch. Und ausatmen, Unterarme oder Hände gestapelt wie ein Kissen. Aber schau mal, linkes Knie, mit der linken Schulter in einer Linie ausgerichtet. Nochmal, linkes Knie, nicht mit dem Herzen, sondern linkes Knie mit der linken Schulter. Linkes Knie, bisschen eigentlich. Otherwise, you don't have the full stretch. That's good. Long, deep breaths. Okay, mit der Einatmung, wir richten uns auf. Wir bringen das hintere Bein vorne. Rechten Unterschenkel vor den linken. Füße mit den Knien ausgerichtet. Okay, vielleicht Doppeltaube, wenn das Knie nicht sehr hoch ist. Und wir kippen vorne. Aber vielleicht die Ellenbogen greifen hinter dem Rücken. Optional. Vorne beugen. Aber ohne Knieschmerzen, ohne Sprunggelenkschmerzen. Einatmen, hoch, Hände lösen, Füße aufgestellt, Unterschenkel gekreuzt, Hände aufstellen, dann Füße heben, Knie Richtung Brustkorb, versuchen den Po zu heben. For 5, 4, give your full gas, 3, 2, 1, set it down, stretch the legs, Beine strecken, flex die Füße, greif etwas, greif die Beine oder die Füße, die großen Zehen, einatmen, Rücken lang, ausatmen, Vorbeuge, Paschimottanasana. Es ist immer der Fall im Yoga, dass du auf deinen Körper hören musst. So, manchmal muss man die Knie beugen oder so, hör auf deinen Körper.
Einatmen hoch. Linke Hand zum linken Oberschenkel. Vielleicht rechten großen Zeh greifen oder einfach unter das Knie und heb das rechte Bein und wir legen uns hin. Zieht ran mit der rechten Hand, flex beide Füße, dann bring den Kopf hoch zum Bein. Ein paar Atemzüge. Kopf zum Boden, rechtes Bein nach außen öffnen, ohne das Becken nach außen zu kippen. So, Becken parallel zum Boden. Rechtes Bein wieder hoch, einatmen, ausatmen, Bein vorne hoch zum Sitzen. Yes. Linkes Bein hoch, großer Zeh oder Knie greifen, rechte Hand zum Oberschenkel. Wir legen uns hin, wir ziehen ran, dann bringen wir den Kopf hoch zum Bein. Bauchnabel tief. Kopf zum Boden, Bein langsam nach außen, nach links öffnen zu der Seite. Versucht aber das Becken, so beide Po-Hälften auf den Boden zu pressen. Einatmen, linkes Bein hoch. Ausatmen, vorne zum Sitzen. Yes. Jetzt rechtes Bein wieder hoch. Mit der linken Hand greifen, Außenkante vom Fuß oder Außenseite vom Bein. Rechten Arm hinten. Nach rechts in der Drehung. Rücken lang, beide Füße flexen. Und optional rechten Arm hinter dem Rücken und linke Leiste greifen. Rechtes Knie beugen. Ferse zum Schaumbein, Knie öffnet zu der Seite. Fußsohle presst auf die Innenseite vom linken Oberschenkel. Flex den linken Fuß, dreht nach links. Rücken lang. Schau zum linken Fuß, beug über das linke Bein, greift das Bein oder den Fuß und Bauchnabel nach innen ziehen. Asana. Einatmen, aufrichten. Das rechte Knie nach vorne drehen. So rechte Ferse vom linken Sitzknochen. Linken Fuß, Außenseite vom rechten Oberschenkel aufgestellt. Nach links in der Drehung. Rechten Arm zum linken Oberschenkel. Rücken lang. Und wer da eine Handbalance machen möchte, könnte von hier auf das rechte Knie kommen, Po hoch, rechten Arm richtig einhaken am linken Oberschenkel, Hände schulterbreit aufstellen, über die Hände lehnen, Arme beugen. Vielleicht Becken auf dem linken Ellenbogen, das ist leichter. Man kann auch die Beine strecken in Asana, just for a couple breaths. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Runter zum Sitzen. Wir sind in diesem Drehsitz. Lass uns was versuchen. So, von hier beide Füße geflext. Gewicht auf die Füße. Beine strecken. Und vorne beugen. Couple breaths.
Von hier einatmen zum Stehen, aufrichten, Arme nach außen. Pass auf, Füße bleiben genau wo sie sind auf der Stelle, aber 360 Grad drehen. Tricky, tricky. Okay, rechtes Bein sollte vor dem linken sein, gekreuzt. Und wir beugen nach vorne. Nochmal. Einatmen, aufrichten. Schau, dass die Füße bleiben da, aber wir drehen 360 Grad. Gut, und von hier langsam. Gewicht zum linken Fuß, beug das linke Knie. Rechtes Knie presst auf die Außenseite vom linken Unterschenkel. Hände vom Herzen, bisschen vorne beugen. Rechten Fuß hoch Richtung Gesäß. Könnte sein, dass du rechtes Bein vorne streckst, Fuß greifst und ranziehst, aber musst du nicht. Von hier, stehender Spagat, rechtes Bein hoch, beug über das linke Bein, Hände neben den linken Fuß. Long breaths. I don't want to stop you from doing what you really want to do. So if you want to do some handstand kicks, wenn du möchtest, Hände schulterbreit, rechtes Bein ein paar Mal nach oben kicken, Richtung Handstand, vorsichtig, optional, just an option. Okay, jetzt linke Fuß auf den Boden. Rechtes Knie auf die Außenseite vom linken Fuß zum Boden. Runter in diesem Drehsitz. Nochmal die gleiche Seite nach links in der Drehung. Und lösen. Streck die Beine vorne. Heb das linke Bein. Rechte Hand greift den Fuß oder das Bein auf der Außenseite, dreht nach links. Schau nach links. Lange Rücken, beide Füße flachsen. Wenn du willst, beug den linken Arm hinter dem Rücken, greif die rechte Leiste ranziehen. Linkes Knie beugen, linke Ferse ist im Schambein. Fußsohle Innenseite vom rechten Oberschenkel. Flex den rechten Fuß, dreht nach rechts. Linke Hand zum rechten Oberschenkel. Nach rechts. Richtung Spiegel. Long spine. Schau zum rechten Fuß, beugt über das rechte Bein, Jana Shirsasana. Einatmen hoch. Linkes Knie dreht vorne. Linkes Knie slide direkt nach vorne. Linke Ferse vor dem rechten Sitzknochen. Rechte Fuß Außenseite vom linken Oberschenkel aufgestellt. Nach rechts in der Drehung. Linken Oberarm zum rechten Oberschenkel. Beine waren richtig. There's a lot of left and right in yoga. Okay, you can stay here. Nur eine Option, wenn du willst. Po hoch auf das linke Knie balancieren. Linken Oberarm einhaken. Am rechten Oberschenkel. Dann die Hände aufstellen. Lehnen über die Hände, Arme gebeugt. Kundinyasana. Vielleicht mit dem Bein gestreckt. Das leichte mit dem Becken auf dem rechten Ellenbogen. Wieder in diesem Drehsitz. Okay, Füße flexen, Arme nach außen, Gewicht in die Füße, Beine strecken, vorne beugen.
Einatmen hoch. Versuch die Füße wirklich auf der Stelle zu lassen und 360 Grad drehen, vorne beugen. Einatmen hoch zum Stehen. Drehen. Gewicht zum rechten Fuß, beug das rechte Knie. Linkes Knie hinter der rechten Unterschenkel. Heb den linken Fuß, Hände vom Herzen und klein und kompakt werden. Balancieren. Linkes Bein hoch, stehende Spagabbeuge über das rechte Bein, hebe das linke Bein. Es sei denn, du kannst dann Kicks machen möchtest, dann Hände vorne, Schulterbreit aufstellen, linkes Bein wie ein Pendel schwingen. Jedes Mal, wenn das Bein nach oben kickt, hoch auf rechten Zehenspitzen, vielleicht abspringen vom Boden mit dem rechten Sprunggelenk, ein paar Mal. Wieder rechten Fuß im Boden, linkes Knie auf die Außenseite vom rechten Fuß. Runter zum Sitzen. Dreisitz Matsyendrasana. Nach rechts. Richtung Spiegel. Okay. Dreht nach vorne. Streckt die Beine. Kommt vorne auf der Matte. Greift die Schienbeine. Rollt wie ein Ball. Und kommt in die Rückenlage, Füße aufstellen, Hände zum Boden neben dem Becken. Schulterbrücke, Becken heben, hoch nach oben, bring die Schulterblätter nah zusammen und press das Becken hoch. Du kannst die Finger verschränken unter dem Becken, wenn du magst, und dann die Schulterblätter noch näher zusammenbringen. Press die Fersen fest nach unten. Aber wenn du volle Brücke machen möchtest, optional Hände neben dem Kopf aufstellen und die Arme durchstrecken und Herzrichtung Hände pressen. Couple more breaths. Und langsam raus, lösen. Happy Baby. Mit den Knien gebeugt, Außenkanten von den Füßen greifen, ranziehen. Oder Joyful Baby mit den Beinen gestreckt nach außen. Bring die Arme, lass uns alle die Beine nach außen strecken, Füße strecken, Arme nach vorne, Hände zusammen, Kopf hoch, Schulterblätter hoch, weg vom Boden, Beine nach vorne zusammen und hoch in Boot. Well, that was tough. Awesome. From here, Beine kreuzen, Hände platzieren, Po hoch, versucht die Füße nach hinten zu ziehen. Wir kommen in Vierfüßler. That was easy. Vierfüßler. We have time to do headstand today. So, wir üben Kopfstand. Wir müssen keinen Kopfstand machen, aber wir machen jedenfalls den Ansatz, das ist zugänglich für alle. Ellenbogen sind schulterbreit, aber nicht breiter. Nicht breiter als schulterbreit. Finger verschränkt, aber die Handflächen offen wie eine Schale. In diese Schale der Hände kommt der Hinterkopf, in Kopfspitze kommt auf den Boden, sodass dein Nacken, dein Halswirbelsäule gerade ist. Dann Zehenspitzen aufstellen, Beine strecken,
ganz, ganz hoch auf Zehenspitzen und presst die Ellenbogen fest in den Boden, sodass du wenig Gewicht auf dem Kopf eigentlich hast. Dann kannst du optional Richtung Gesicht laufen mit den Füßen. Einfach versuchen, leicht zu werden auf den Zehenspitzen. Kann sein, dass du ein Knie beugst versus zum Gesäß. Vielleicht beide. Wer ganz, ganz sicher hoch in Kopfstand kann, dann kommt vielleicht hoch in Shirsasana Kopfstand. Ein paar Atemzüge. Couple more breaths. Good. Langsam lösen. Stellung des Kindes. Gesäße in Fersen, Arme hinten, Stirn zum Boden. Bisschen wippen. Good. Komm hoch. Hände aufstellen. Und zum Sitzen. Knie vorne durch die Hände. Wir kommen zum Liegen. So, von hier. Wir strecken die Beine nach oben Richtung Decke. Wir bringen die Hände flach auf den Boden, neben dem Becken. Du kannst hier bleiben, in dem Fall Hände unter dem Gesäß. Das ist bequem. Ansonsten hoch in Schulterstand, Becken hoch über die Schultern. Schulterblätter eng zusammen, Ellenbogen eng, Hände flach auf dem Rücken, Körper gerade strecken. Streck die Füße, fließend atmen. Wer möchte, lasst die Beine langsam nach hinten sinken in Pflug oder vielleicht Halasana mit den Fingern verschränkt hinter dem Rücken und die Arme Richtung Boden strecken. Long breaths. We're decompressing the spine. It should feel good. Man sollte da keine Schmerzen, keine stechenden Schmerzen empfinden. Optional Knie beugen neben dem Kopf. Karnapidasana. Beine wieder gerade, Hände flach auf den Boden, abrollen. Und wir haben Zeit für Fisch auch. Füße aufstellen, Hände unter dem Gesäß bringen, Ellenbogen sind eng und gerade. Beine wieder strecken, Füße zusammen, Füße strecken. Presst die Ellenbogen eng nach innen, presst die Ellenbogen nach unten, Oberkörper hoch. Für Fisch Blick nach hinten, Kopfspitze zum Boden. Und Löwenatmen, wenn du willst, mit der Ausatmung, Zunge raus und hart sound. Couple more. Last one. Good. Kopf heben. Füße aufstellen. Und hier lösen. Lass uns das rechte Bein nach oben strecken. Rechter Arm auf der Außenseite vom rechten Bein. Linke Sprunggelenk mit der rechten Hand greifen. Linkes Knie vorne zum Boden. Linke Hand greift rechtes Bein Außenseite oder den Fuß Außenkante. Bring das rechte Bein nach links. Schau nach rechts, press das rechte Schulterblatt nach unten.
Gut, bring das rechte Bein nach rechts. Versuch das Bein mit der linken Hand zu greifen auf der Außenseite. Versuch den Kopf unter den linken Arm zu bringen. Ja, das try. Kopf vielleicht unter deinem linken Arm. Und lösen, gut. Linkes Bein nach oben. Und linker Arm auf der Außenseite vom linken Bein. Greift das rechte Sprunggelenk mit der linken Hand. Rechtes Knie vorne zum Boden. Rechte Hand greift Außenseite vom linken Bein oder Außenkante vom Fuß. Bring das linkes Bein nach rechts. Linkes Schulterblatt nach unten Richtung Boden pressen. Deep breaths. Du kannst hier bleiben, noch ein paar Atemzüge oder diese Variation, linkes Bein nach links, Kopf vielleicht unter deinem rechten Arm einbudeln. Und wir lösen, wir kommen zum Sitzen heute, zum Abschließen. Im Schneidersitz. Gut, so hier Hände auf den Knien. Aufrecht sitzen, aber entspannt und wir schließen die Augen für einen Moment. So, ich habe mehrmals gehört, dass die Inder aus Indien, sie betrachten Westerners als ein bisschen albern, ein bisschen lächerlich, weil wir Asana-Praxis als Yoga bezeichnen. Und dann meditieren wir vielleicht nicht nachher. Und das ist albern. So, lass uns 1 Minute zusammen meditieren in der Stille. Anstatt 1 Stunde. 1 Stunde wäre besser, aber 1 Minute haben wir auch Zeit dafür. So, folge den Atem mit dem Fokus. Wir spüren die Bewegung im Bauch, die Bewegung im Brustkorb. Und letztendlich im Yoga es geht darum, dass wir uns diese Frage stellen. Wer bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Was ist das Ich? Ohne dein Bewusstsein, ohne dass du wahrnehmen kannst, gibt es nichts für dich. Es gibt, was kennen wir? Wir kennen Träume beim Schlafen, wir kennen Zeit hier in dieser Welt. Aber wer ist das, wer alles sieht, spürt, fühlt, versteht? So dann letztendlich ist Yoga was ganz Persönliches, es ist ganz subjektiv. Es ist für dich, es ist um das Selbst, um sich selbst zu erkennen, so kennenzulernen. Und es ist nicht die äußerliche Erscheinung, nicht die Bewegungen des Geistes, sondern die Bildschirm, auf dem alles projiziert wird, der Raum, in dem alles stattfindet, das, was noch da ist, wenn alles kommt und geht. Good. Bring die Hände zusammen vom Herzen. Wir
schließen die Praxis ab. Namaste. Danke für das Mitmachen. Schönes Wochenende.